Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job. Hallo aus dem Studio Ansage im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in der Kreuziger Straße und willkommen zu Deine Geschichte, dein Weg, dein Job, dein Podcast übers Ankommen und Arbeiten in Berlin. Ich bin Marilena Chatadoniou und heute haben wir zu Gast Deja White, eine junge Amerikanerin, die in Berlin gekommen ist, als Erzieherin heute arbeitet und uns viele Geschichten zu erzählen hat. Wir freuen uns auf sie. Just go for it. Just go for Just it. go for it. Just go for it. Deine Geschichte. Dein Weg. Dein Job. How did you arrive to Germany? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? War es schwer, einen Job zu finden? Cuéntanos cómo es tu vida ahora. 4 women 3 languages. Und viele and many Geschichten. life Y stories. muchas historias. Just go. Just go for it. Just go Just for go it. for it. Deja, hallo. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Ja, hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist total aufregend. Erstmal die erste Frage, wie hast du zu uns gefunden? War es einfach? Also wirklich den Weg hierher. Es war eigentlich relativ einfach. Ich wohne nicht so weit weg, also mit S-Bahn und U-Bahn. Aber genau mich hier in diesem Studio zu finden, war ein bisschen schwer. Aber wir haben uns gut connected und habe es dann gefunden. Wir mussten einmal noch mal kurz telefonieren, Ja, damit genau. wir den Treffpunkt ausmachen. Ja. Sehr schön. Dann komme ich auch gleich mal zu unserer ersten Frage. Wie hast du überhaupt nach Deutschland gefunden? Wie kam es, dass du heute in Deutschland bist? Ja, also bei mir war es wirklich total Zufall. Ich wusste vor ich nach Deutschland, spezifisch Berlin gezogen bin, eigentlich gar nichts über Deutschland. Vor 7 Jahren habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt. Er hat ein Austauschjahr gemacht und hat mir so gesagt, ja, vielleicht willst du nach Berlin zum Besuchen. Und ich war so, klingt interessant. Meine Eltern fanden das nicht so toll, aber ich habe quasi ganz alleine für oh, Entschuldigung. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ich musste erstmal auch alles nachdenken, dass das alles super schnell passiert und super spontan. Also er hat mich quasi eingeladen, nach Berlin zu kommen für den Sommer, aber ich hatte kein richtiges Plan nach dem Highschool quasi, also nach dem Abschluss. Und er hat mir so erzählt von einem Au-pair-Jahr. Also Okay. ein Nanny zu sein, wirklich in einer deutschen Familie. Und ich so, ja, finde ich interessant, finde ich cool. Habe mich so online recherchiert, was ist Au-pair, hat geschaut nach Familien, was weiß ich, und bin auf so einen aupair.com gelandet und habe mich dann online gemeldet und habe einen Account gemacht und habe nach Familien gesucht einfach, ohne ein Passport zu haben, also ohne einen Pass, ich war auch nie in einem Flug oder irgendwas. Das ist auch für meine Familie auch super untraditionell, also unser Dorf zu verlassen, aber vor allem wirklich unser Land zu verlassen. Zu verlassen. Ja. Jetzt sagst du, das war vor 7 Jahren ungefähr. Ja. Jetzt siehst du sehr jung aus. Ja. Also wenn du vor 7 Jahren nach Berlin gekommen bist, wie alt warst du denn da? Ich war 18, also 18. einen Monat nachdem ich 18 geworden bin. Okay, Ja. und gerade mit der Schule fertig. Genau, Du kommst aus US-Amerika, du kommst Richtig. aus Missouri. Missouri, genau. Das ist eine kleine Stadt Genau, und hast noch nie im Flugzeug gesessen. ja. Richtig. Und dein erster Flughafen war Berlin-Brandenburg, war nicht mal Tegel. Tegel hast du nie kennengelernt. Ja. Nee, das war damals schon Tegel. Das war schon Tegel. Ah, du Ich bist war nach in Tegel gekommen. Ah. Aber einfach diese Gänse von Missouri kannst du nicht direkt irgendwie nach Deutschland. Du musst Nee. von Missouri ich glaube, ich bin dann nach irgendwie Illinois geflogen, dann von dort nach Paris und von dort nach Berlin. Okay, Und das war krass. Ich glaube, ich bin gar nicht auf Toilette gegangen, weil ich Angst hatte. weil du so aufgeregt warst, dass du nicht verpasst, wann Genau, komme ich jetzt ja, in Berlin ja, an. richtig. Aber dann bist du nach Berlin gekommen. Ich stelle es mir so vor, du hattest schon eine Au-pair-Familie gefunden. Genau, ich hatte eins gefunden. Hat leider nicht so gut gepasst. Okay. Musste mich ein bisschen bewegen und hat dann am Ende meine feste Au-pair-Familie gefunden, ja. Okay, also du bist nicht gleich bei der ersten Familie, Genau. die du gefunden hast. Ja. Aber am Flughafen, als du kamst vor 7 Jahren, wartete dann
Ex-Freund. Mein Ex-Freund. Oder wartet er Ja, nicht genau. und ist deswegen Ja. Ex-Freund geworden? Nein, Nein, da war schon da. der hat gewartet. Der Ja. hat gewartet und dann konnte er dir auch ein bisschen Berlin zeigen erstmal und Ja. du hattest einen Ansprechpartner. Ja, genau. Ja, ja. Sprach er Deutsch? Also der ist aus Berlin, der sprach Deutsch, aber wir sprachen zusammen Englisch. Ich kannte wirklich konntest gar kein Wort Deutsch. Also das war wirklich krass für mich auch. Du bist von null auf dem Niveau, was du heute hast, Ja. in 7 Jahren gekommen. Ja, richtig. Und bin Super. sehr stolz. Ja, das glaube ich sehr Ja. gerne. Okay, super. So, dann bist du in der ersten Familie. Die erste Familie meintest du, wie lange warst du denn da? Es hat nicht so gut geklappt. Genau, ich will sagen vielleicht 3 Monate. Okay. Ja, es war halt nicht so schön da. Die waren nicht so nett zu mir. Ich wurde nicht bezahlt so und musste dann was Neues suchen. Die Chemie hat nicht gestimmt, alles Genau, okay. ja. Wer hat dich da unterstützt, dass du eine neue Familie findest? Mein Ex-Freunds Vater kannte jemanden, der wollte ein Au-pair-Mädchen quasi. Genau. Also Netzwerk, Freunde, die du Genau, hier schon hattest und Leute, die du hier schon kanntest. Richtig. Und dann bist du zur neuen Familie gekommen. Und in der Familie habt ihr dann Englisch gesprochen? Oder wollten sie jemanden, der mit den Kindern Englisch spricht, damit die... Ja, das ist oft, also meistens das Ziel auch, dass das Au-pair-Mädchen dann den Muttersprache spricht mit den Kindern, damit die es lernen. So einfach ist es nicht. Zum Glück hatte ich 2 Elternteile, die beide quasi wie muttersprachliche Englisch gesprochen haben. Und die Kinder kannten kein Englisch, aber wollten auch mit mir gar kein Englisch sprechen. Also wenn ich mit denen auf Englisch sprechen würde, die hatten keinen Bock. Also die haben die Kinder haben mit mir Deutsch geredet und irgendwann mit Handsignalen und alles musste ich ein bisschen was lernen. Und so musstest du Deutsch lernen? Ja, ja, und nebenbei ein bisschen Deutschkurs und so, aber in den Alltag war ich schon mit viel Deutsch integriert einfach, ja. Na super. Ja. Und in welchem Bezirk? Welches war dein erster Bezirk, wo du gelandet bist? Dahlem, Schmargendorf, Dahlem. Das ist. Im Süden von Berlin. Ja, ja, genau. Im besseren Berlin Ja, sozusagen. ja, ja. Sehr schön. Es war super schön dort. Es war super schön dort. Und war es leicht, eine Sprachschule zu finden? Wie hast du das gemacht? Das fand ich schon in Berlin echt leicht. Es gibt viele Möglichkeiten und ich habe relativ schnell eine auch nicht so weit weg gefunden, die Deutsche Akademie. Und ich fand es super. Ja. Ich denke manchmal, es gibt so viele Sprachschulen, das ist überwältigend, das Angebot. Und ich wüsste Ja. gar nicht, wie ich suchen soll. Also Ja, du ja. hast noch, was ist in meiner Nähe? Genau. Ich habe erstmal in meine Nähe gesucht. Da kamen auch viele verschiedene Preise, Ja, auch, was ja. auch ein bisschen schwierig war. Aber habe dann zum Glück eine gefunden, die für mich gepasst hat halt. Ja, Toll. und es gibt auch mehrere davon. Nee, sehr schön. Und dann warst du, wie lange ist man? Ungefähr ein Jahr ist man bei einer Au-pair-Familie? Genau, ja. Ich war Ja, selber ja. auch Au-pair, Ja, ja. aber vor Okay, cool. über, ich glaube, 33 Jahre in Ja. England. Nicht, Oh, nicht in okay. Berlin. Ich bin nach London, um Englisch zu lernen. Okay. Aber okay, und dann warst du ungefähr ein Jahr. Genau. Und in dem Jahr hast du dir gedacht, es ist schön hier, Ja. schön warm im Winter. Es Ja. regnet auch nicht so viel. Also ich war ein Jahr als Au-pair bei dieser Familie und wir haben uns super, super gut verstanden. Also Okay. ich war eine Teil von dieser Familie und bin immer noch auch sehr eng mit denen und in Kontakt. Und nach dem einen Jahr dachte ich mir, ja, ich fühle mich halt wohl. Ich hatte meine Freunde gefunden. Ich wollte noch nicht nach Hause. Ich war noch jung, ich glaube 19 dann. Und Berlin war ganz anders, als was ich vorher kannte. Und ich habe mich einfach super wohl gefühlt und hatte gute Menschen um mich rum, die für mich auch gesorgt haben. Und auch durch die Familie dürfte ich auch länger quasi in Deutschland bleiben, weil ich noch bei denen wohnen dürfte, was super schön war. Okay. Ja. Und da muss man auch sagen, du vergleichst natürlich dann auch Berlin mit Missouri. Mhm, Jetzt kennen ja. viele nicht Missouri, ich ja selber auch nicht. Missouri ist eine kleine Stadt. Also Missouri an sich, ja, ist schon klein und ich komme aus so ein kleines Dorf, das heißt Rolla, Missouri. Okay. Ungefähr 19.000 Leute, sehr ländlich, kannst du dir vorstellen, wirklich Cowboys, Boots, alles. Das ist also ganz anderes als Berlin. Auch den Mindset,
Ich habe viele Sachen in Berlin gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Also ja. Hat ja so ein bisschen die Augen geöffnet. Genau, ja, Und dann voll. dachtest du, okay, ich bleibe hier Mhm. und hast gesagt, ich mache jetzt eine Ausbildung oder ich suche mir gleich einen Job oder Ja. was ging da in deinen... Das war alles, ehrlich gesagt, nicht so leicht. Also ich hatte viele Ideen, was ich mal werden will. Ich wusste, dass ich mit Kindern arbeiten möchte und war erstmal total auf Lehrerin werden fokussiert oder irgendwas mit Englisch. Auch wenn ich das nicht unbedingt wollte, aber dachte, das ist eigentlich meine eigene Chance hier in Berlin, durch die Muttersprache irgendwas zu finden. Habe mich dann beworben an Unis, konnte aber leider nicht gehen, weil meine Abschluss in den USA war nicht gültig für den quasi deutschen Abitur. War nicht anerkannt Ja, ja, hier als, ja, war nicht das danke. Äquivalent Ja, ja, des genau, deutschen Abiturs. ja. Okay. Das fand ich sehr schade natürlich. Und dann wurde mir vorgeschlagen, dass ich einen Studienkolleg machen kann. Ich glaube, das ist eine Art wie Abi oder so. Ja. Wenn du das Abitur nachholen Genau. musst, wenn es ein Ja. ausländisches Abitur ist halt. Ja. Ne? Irgendwie hat es mir nicht so gecatcht. Ich glaube, weil ich auch nicht so sicher war in dem, was ich genau machen will. Aha. Habe dann gefunden, so eine Englisch als zweite Sprache Kurs gefunden, damit ich als Englisch als zweite Sprache Lehrerin arbeiten kann. Und habe gemerkt in dieser Zeit, dass ich einfach nicht, das war auch spezifisch für Erwachsenen, ich wollte nicht mit Erwachsenen arbeiten, ich wollte mit Kindern arbeiten und habe dann einfach nach Jobs gesucht und dann bin ich auf Kitas gelandet und konnte quasi ohne meine Erzieherin-Ausbildung in einem Kindergarten arbeiten, weil ich als Native Speaker arbeiten. Also ich habe mit Konnte. Englisch gesprochen. Es gibt das auch für andere Sprachen. Aber das war so meine Inzwischenweg, mir dann nach einer Ausbildung zu finden. Das interessiert sicher auch die Hörer und Hörerinnen. Wie hast du dann den ersten? Okay, du hattest keine Ausbildung, kein Diplom in der Tasche. Hast gesagt, Studienkolleg, 2 Jahre in dieser Unsicherheit, nein. Ich kann aber sehr gut Englisch, ist meine Muttersprache. Ich kann es gut mit Kindern. Wie hast du die Kitas aufgesucht? Ich bin wirklich ein Google-Freak. Wirklich. Ich bin viel online, wenn ich etwas nicht weiß, dann google ich einfach. Und habe dann andere Plattformen für Jobs spezifisch in Berlin gesucht, bin dann auf glaube ich, heißt der Indeed.com oder irgendwas und habe dann da gesucht und habe irgendwas gefunden, wo stand, dass sie suchen Muttersprachliche. Also ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Kitas gefunden, bin dann zu viele Bewerbungsgespräche gegangen und habe dann endlich eine gefunden, die zu mir gepasst hat. Hast du die Recherche auf Deutsch gemacht oder auf Englisch? Kannst du dich erinnern? Auf Deutsch. Auf jeden Fall. Deutsch. Ja, das war schon so weit, dass ich schon gut Deutsch sprechen konntest konnte. Genau. Ja. Und weißt du ungefähr, wie viele Kitas du besucht hast, bevor du den ersten Job bekommen hast? Oder angeboten bekommen? Ich glaube, das war nicht so viel. Das war, glaube ich, also 5. Ich finde, das ist nicht so viel. Ja. Und das war jetzt im Jahr... Ende 2019. Ja, Ende 2019. Ungefähr. Also Ende 2019, noch haben wir kein Corona, Genau. aber es steht vor der Tür. Ja, richtig. Und Deja ist bereit zum Arbeiten in der Kita. Genau. Und dann hast du auch dann einen ersten Job gehabt? Genau, ich habe dann in Anfang 2020 den Job angefangen. Okay. Ja. Und dann kam Corona. Ja. Und dann? Ja, also Kitas waren natürlich noch offen. Also ich könnte noch arbeiten. Dann gab es diese kurze Schließzeit. Zum Glück hatte ich eine gute Freundin kennengelernt und könnte zu ihr nach Hause in Brandenburg und ein bisschen weg von der Stadt sein. Das war super schön, aber musste natürlich wieder zurück und hatte eigentlich einen ganz normalen Arbeitstag, weil ich in der Kita gearbeitet habe. Also und da durftest du auch immer, weil du immer beweisen konntest, ich bin in der Kita, ich darf raus. Ja. Hast wahrscheinlich auch eine Impfung ziemlich schnell bekommen oder durftest bekommen. Ja, sehr schön. Ja. Und also es ist grundsätzlich nicht so einfach, wenn man weg ist von seiner Familie. Du warst jetzt auch noch sehr jung, ja? Und dann kommt noch Corona. Ja. Und man kann dann nicht, wenn man Heimweh hat, einfach so mal nach Amerika reisen. Wie war das?
am Anfang, ich hatte echt Angst. Also das war für mich schon schrecklich. Ich dachte, ich habe nur an das Allerschlimmste gedacht, ehrlich gesagt. Und dann auch zu sehen, dass deine Familie krank wird und du bist nicht da, das war schon schwer. Da gab es dann eine kurze Umänderung in meinem Leben. Ich habe dann zum Glück eine WG gefunden. Ich glaube, das hat mir dann auch ein bisschen abgelenkt, weil ich dann ein anderes Netzwerk und irgendwie eine Art Freunde, Familie dann hatte. Und das war auch so ein bisschen meine Netzwerk, Safe Space so auch. Ja, Ja. dann Safe Space Ja, und dann, ja. man konnte da auch jemanden umarmen Ja, und man war nicht genau. alleine die Ja, ganze Zeit. Und richtig. das, okay, Ja. super, super interessant. Ja. Vielen Dank. Und heute, wie ist denn dein Leben heute? Gute Frage. Mein Leben heute, nach so einer interessanten Reise durch mein Berlin-Leben. Wie gesagt, bin Erzieherin. Ich arbeite heutzutage in einer Kinder- und Jugendwohngruppe in Berlin-Marzahn. Auch krass, das war irgendwie immer ein Traum von mir, mit Kindern zu arbeiten, spezifisch in dieser Atmosphäre. Und dann arbeite ich auch Teilzeit als Model. Und ich mag Musik. Okay, Ja. hast du gleich 3 Jobs. Ja. Und hast du aber in den letzten Jahren, hast du dann eine Ausbildung für einen der 3 Jobs oder brauchtest du gar keine Ausbildung oder wie hast du das auf die Beine gestellt? Also, ich habe natürlich als Erzieherin zu sein, brauchte ich eine Ausbildung. Ich habe dann 3 Jahre lang Ausbildung gemacht. Ja, hier in Berlin. Hier in Berlin. Ja, ja. Und ist das eine duale, es gibt viele Leute, die wollen eine Ausbildung als Erzieherin haben. Ist es eine duale Ausbildung? Ist das ein Studium? Ja. Ist das, wie funktioniert das? Also es gibt Vollzeit, aber ich habe es dual gemacht. Also bei meiner Wohngruppe gearbeitet, glaube ich, 24 Stunden der Woche und dann 2 Tage der Woche in der Schule war ich dann. Ja, Und da hast du auch ein bisschen Geld bekommen, sodass richtig. du. Ja, das war super. Sehr Und, hilfreich. und das hat 3 Jahre gedauert. Genau. Und dann gab es eine Abschlussprüfung. Es gab eine Abschlussprüfung, ja, auf jeden Fall, aber lass das dir nicht erschrecken. Und dann am Ende gab es auch ein richtiges so Abschlusstest, deine Zertifikat. Und dann kannst du Vollzeit arbeiten als richtiges Erzieherin, auch mit mehr Geld danach. Das ist auch super schön. Ja. Sehr schön. Ja. Und hast du jetzt noch eine Arbeit als Erzieherin und arbeitest irgendwo Vollzeit mit richtigem Geld, wie du Ja, sagst? ja, genau. Also wie gesagt, in der Kinder- und Jugendwohngruppe, wo ich gerade bin, in Marzahn, das ist meine feste Arbeitsstelle. Ich habe, glaube ich, für die letzten 2 Jahre gearbeitet und jetzt haben die mir auch ein unbefristetes Vertrag gegeben nach meiner Ausbildung. Sehr Ja. schön. Das heißt, Krankenkasse ist bezahlt, Genau. Rente ist Yes. bezahlt und dann kannst du auch in der Freizeit ein bisschen Musik machen Richtig. und ein bisschen modeln. Ja. Wie findet man da einen Job? In Musik, Berlin. In Modeln oder Oder im Modeln und in Also Musik? Musik ist etwas sehr Neues für mich. Zum Glück habe ich, wie gesagt, viele verschiedene Leute kennengelernt und war einfach von Berlin inspiriert und habe gemerkt, wie krass es ist, dass Leute einfach, wenn die was kreativ sein machen wollen, die machen das einfach. Okay. Also jeder connectet sich, jeder hilft einander. Also ich habe mich durch Freunde inspirieren lassen quasi und habe gefragt, also ein Kumpel von mir, der Beats macht, und habe mich vorgestellt und war so, ja, ich würde gerne ein bisschen Musik machen. Und jetzt mag ich das. Ich habe sogar 2, 3 Lieder fertig. Mein EP kommt auch in ein paar Monate raus. Spotify, Apple Music, YouTube, alles. Super. Ja. Dann fragen wir auch Studio Ansage, ob die das abspielen in Oh deren ja. Sendung. Das wäre super. Sehr schön. Ja. Und zu das Modeln, also ich habe es immer genossen, Bilder zu machen. Ich auch einfach mit Freunden. Und irgendwann dachte ich mir, ich soll mich einfach vielleicht bewerben bei Modelagenturen. Hat lange nicht geklappt. Viele in Berlin haben einfach gesagt, nein, 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 nein. Zufälligerweise wurde ich auf Instagram geschrieben von einer Fotografin und habe einen Job bekommen für Kylie Skin. Das ist ein Skincare. Und wurde dann nochmal mutig und es hat dann
noch ein paar Jahre gedauert, aber dann endlich hat eine Modelagentur mir gefunden, die haben mir geschrieben und ja, jetzt darf ich für den modeln. Ich mache echt coole Jobs für Adidas, für verschiedene Sachen. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Also nie aufgeben, sondern Genau. schön immer weitergehen, Ja. andere Wege vielleicht Genau. gehen und Richtig. Leute fragen Ja. und auch vielleicht persönlich manchmal hingehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das macht ein ganz großes Unterschied, finde ich immer. Ja, super. Und heute, wenn du heute nach Deutschland gekommen wärst, ja, auch mit 18 Jahren, sagen wir mal, würdest du was anders machen und wenn ja, was? Gute Frage. Ich muss da kurz, glaube ich, ganz gut nachdenken, war das eine echt gute Frage. Ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, ich sage immer, mein Leben ist jetzt, wie es sein soll, also alles ist passiert, wie es passieren sollte. Ich glaube, ich würde einfach sagen, dass man nicht sich abschrecken lassen soll von, es ist super schwer, Freunde zu finden in Berlin. Es ist super schwer, also dass dieses Einsamkeit oder was auch immer man fühlt, wenn man hier ist, dass man zumindest weiß, dass es geht vielen so in dieser Stadt und dass du dich selber einfach pushen musst und für dich selber kämpfen musst, sozusagen. Ja, und einfach offen sein, mit Leuten connecten, reden, ja. Nicht abschrecken lassen, Genau. immer wieder Ja, ja. probieren und Ja. es ist Es ist schwer, wirklich, aber was und eine Gutes Wohnung kommt. kann man auch finden und dann Das am kommt. besten in eine WG ziehen. Ja, das finde ich super. Finde eine WG. Das ist, glaube ich, ein super Weg. Ich habe dadurch auch viele deutsche Freunde gefunden, was auch mir eine ganz andere Nähe zu den Berliner Kultur und auch den deutschen Kultur und den Sprache gebracht hat. Ja. Hattest du, ich habe viele Leute, die aus Amerika oder aus England oder aus englischsprachigen Ländern kommen, die sagen mir immer, ey, in Berlin ist es so schwer, Deutsch zu lernen, weil jeder will mit mir Englisch sprechen. Ging dir das auch so? Jein. Also ich musste Deutsch, weil ich auch mit Kindern arbeite und da gab es keinen anderen Weg. Aber ehrlich gesagt, mit meinen Freunden so 19, 18, 20, die waren alles viel zu schüchtern, mit mir Englisch zu sprechen. Die haben gemerkt, ich kenne Deutsch und dann wollten die auch nicht mit mir. Die haben sich nicht so getraut. Aber ja, klar, wenn du auf irgendeine Veranstaltung gehst oder in den Supermarkt gehst und jemand merkt, dass du nicht Deutsch-Muttersprachler bist, wechseln die dann schon ganz schnell. Oder manchmal auch, wenn du nicht auf Deutsch sprichst, oder wenn du auf Deutsch sprichst, dann wechseln die trotzdem. Ja. Ja, nee, das glaube ich. Ja. Aber sehr schön. Also deine Ratschläge, mit Kindern arbeiten, da muss Yes. man Deutsch sprechen. Ja. Immer dranbleiben, vielleicht in eine WG ziehen. Das sind Ja. gute Netzwerke Auf und jeden gute Fall. Freundschaften, die man Ja. da schließen kann. Sehr Ja. schön. Bist zufrieden also heute mit deinem Leben in Berlin? Sehr, sehr zufrieden. Also auch in dem WG habe ich meinen heutzutage auch Mann kennengelernt. Oh, In in der gleichen WG? den gleichen WG. Okay. Ja. Hört ihr, Leute? Ja. Man kriegt Seht nicht nur ein WG. Zimmer, man kriegt auch einen Mann. Kriegt einen Mann. Ja, schön. also ich bin super zufrieden. Auf Also jeden bleibst Fall. du uns in Berlin erhalten. Das ist sehr Ja, schön. ja. So, dann freuen wir auch uns auf dein Album, das bald rauskommt. Wie heißt das? Ich glaube, das würde heißen Who Is She? Who is she? Das Name ist noch in Arbeiten, aber das bleibt noch im Kopf. Who Dann is laden she? wir dich Ja, nochmal ja, ein. ja. Sehr schön. Und wenn ihr auch eine Geschichte erzählen wollt, wie Dejas oder vielleicht eure ganz persönliche Geschichte, dann verlinken wir unsere E-Mail in den Shownotes und dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben und vielleicht sitzt ihr hier das nächste Mal im Studio. Vielen Dank. 4 Women 3 languages. Und viele and many Geschichten. life Y stories. muchas historias. Just go. Just go for it. Just go Just for go it. for it. Danke an Studio Ansage für den Raum und die Technik, vor allem Hans und Daniel für die Aufnahmeleitung. Danke Swantje Reuter für Expertise, Mut und Zuspruch und natürlich unseren Gästen. Dieser Podcast wurde produziert von Just Go For It und unterstützt mit Mitteln des Projektfonds Kulturförderung Friedrichshain-Kreuzberg.